heiß erwartet und endlich auch bei uns eine sehr, sehr schöne, natürliche Zusammenstellung. Habe ich so jetzt noch nicht in der Pomade gerochen, glaube ich. Bin richtig froh, dass wir die jetzt bei uns im Sortiment haben. So, herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review auf unserem Pomadeshop YouTube-Kanal, dem YouTube-Kanal von Pomadeshop, wo ihr alles rund um klassisches Haarstyling, rund um Pomade, wie wendet man es an und was für Produkte gibt es da überhaupt so findet. Und ich habe heute die große Ehre, wieder eine brandheiße Pomade für euch reviewen zu dürfen, und zwar heiß erwartet und endlich auch bei uns findet ihr jetzt im Sortiment die Ohms feinste Pomade. Und zwar, das Coole ist nicht nur diese eine hier, sondern wir haben gleich zwei. Nämlich auch noch die Tiki-Pomade. Die hebe ich mir aber allerdings auch für ein anderes Review. Es wird jetzt heute erstmal nur um die Ohms feinste Pomade gehen. Ich erzähle euch jetzt einmal kurz, was es eigentlich mit dieser Pomade auf sich hat. Und zwar ist der liebe Dirk Ohm aus dem hohen Norden von der Insel Fehmarn der Kopf hinter dieser Pomade. Er hat diese Pomade entwickelt, ist ein langjähriger Pomade-Fan. Also der kennt sich richtig gut aus und der hat auch schon ganz, ganz viel Erfahrung im Selbstbrauen von Pomade gesammelt. Und liebe Grüße an der Stelle. Ich habe ihn leider noch nicht kennenlernen dürfen, aber das wird sich hoffentlich irgendwann mal ergeben. Der Andi auf jeden Fall, weiß ich, der kennt ihn. Der grüßt auch von hinter der Kamera gerade, er winkt. Und der hat eben diese Pomade entwickelt, oder diese Pomaden. Und ich glaube 2021, also letztes Jahr, ab dem heutigen Zeitpunkt jedenfalls gesehen, war der Schritt, dass er die auch offiziell zugelassen hat. Und jetzt werden die hergestellt aktuell von Chrissys Barbierstube, die auch natürlich die Chrissys Pomaden herstellen, vom lieben Björn. Auch liebe Grüße an der Stelle, auch ein super netter Typ, den durfte ich tatsächlich sogar schon kennenlernen. Andi winkt auch schon wieder. Und ja, wir freuen uns jetzt endlich, dass wir diese Homebrew-Pomade endlich auch bei uns im Sortiment begrüßen dürfen. Und ich freue mich jetzt richtig, auch die für euch einmal vorzuführen. Ihr habt schon gesehen, das Design ist so mit dem blauen Hintergrund, dann ein großer Anker, also wir sind hier Richtung Seefahrerei, so ein bisschen nautisch, also was halt dieses im Norden da oben sehr gut repräsentiert, finde ich. Steht natürlich groß Ohms drüber. Und kleines witziges Detail, hier unten seht ihr so das Logo von Chrissys Pomaden auch, also da sieht man, dass hier auch eben der Björn mit seinen Fingern im Spiel hat. Wenn ich es jetzt mal aufschraube, sieht das so aus, wie eine klassische Homebrew-Pomade auszusehen hat. Gelblich, man sieht, dass es aus Wachs und Vaseline besteht. Die Inhaltsstoffe schauen wir uns auch gleich mal an. Wir haben hier drin Mikrowachs, Vaseline, Bienenwachs, Lanolin, pflegende Öle und Duftöle. Und das ist eben eine sehr, sehr schöne, natürliche Zusammenstellung. Also kein unnützer Schmarrn ist hier drin. Das ist einfach eine richtig schöne, ehrliche, gescheite Pomade. Und vom Duft her finde ich sehr interessant. Ich habe mich im Vorfeld schon ein bisschen informiert und habe schon gehört, dass was man hier riecht, ich habe jetzt schon verschiedene Sachen gehört. Es ist auf jeden Fall wohl eine starke Patchouli-Note drin. Ein Kollege hat gesagt, er riecht auch ein bisschen Orange mit raus. Der Andi wiederum hat gesagt, ihn erinnert sehr an 4711, also an klassisches Kölnisch Wasser. Ich rieche auch sowas, was mich an einen Parfum oder an Aftershave oder Cologne, ich weiß nicht mehr genau, erinnert. So in die Richtung, aber es ist wohl einfach eine sehr kräftige Patchouli-Note. Der Duft an sich ist nicht süßlich, er ist sehr herb, finde ich. Aber ich finde ihn sehr angenehm, ist vor allem auch ein bisschen was anderes. Habe ich so jetzt noch nicht in der Pomade gerochen, glaube ich. Und ich fange jetzt einfach mal an, mir ein Haar zu machen. Aber was ich natürlich immer vorher mache, ist mir die Haare ein bisschen anzufeuchten. In dem Fall mit dem Jerry's Hair Tonic. Das könnt ihr handhaben, wie ihr möchtet. Ich bin ein Fan davon, mir die Haare leicht feucht zu machen, bevor ich Pomade reinmache, weil sie sich dann für mein Empfinden so ein bisschen leichter einarbeiten lässt und meine Haare sich auch ein bisschen besser frisieren lassen. Deswegen mache ich mir jetzt 2-3 Spritzer Hair Tonic schnell ins Haar. Verteile das einmal. Ich habe einen ganz leichten Build-up noch in den Haaren. Also ein bisschen Restpomade vom Vortag. Übrigens, falls ihr so Fachbegriffe wie das Wort Build-up nicht kennt, wir haben da mal ein Video zu gemacht zu allen möglichen Fachbegriffen rund um Pomade. Das verlinke ich euch jetzt hier oben. So, dann geht's zur Pomade. Ihr seht eine ganz jungfräuliche Dose extra für das Video. Und dann schauen wir mal an, wie leicht sie rausgeht. Und man muss schon ein bisschen drücken, aber wenn man dann ein bisschen gedrückt hat, dann hat man die Oberfläche ganz schnell durchbrochen sozusagen und hat dann keine Probleme mehr, das rauszuholen. Wir sind hier bei einer Pomade, die ist sehr cremig. Also die ist auch ein bisschen klebrig, aber nicht so sehr. Eher so eins von der cremigen Geschichte. Erinnert mich so vom
Gefühl jetzt am ehesten spontan an die Schmolzfasselpomade zum Beispiel. Das ist ja eine, die sehr jung noch ist, die ist auch so ähnlich cremig. Oder ja, sogar fast, wenn man an eine etwas etabliertere Pomade sozusagen geht, dann sogar fast was Richtung grüne Räuzel geht oder so. Ist von der Haptik her, vom Gefühl her, eine festere Medium beziehungsweise eine Firm, würde ich sagen. Also man hat hier schon mit ein bisschen Widerstand zu kämpfen, aber das ist überhaupt nicht schwierig und das Schöne ist ja, dass das dann auch einen gewissen Halt liefert. Das heißt, man kann sich damit bestimmt eine coole Tolle zusammenbauen, aber auch jede andere mögliche Frisur, die man haben möchte. So. Ja, gerade wenn man, wie immer bei den meisten Homebrew-Pomaden, ist es so, wenn man die obere Deckschicht, die vielleicht ein bisschen trockener ist, einmal durchbrochen hat, dann ist da drunter noch cremiger die Pomade. Das ist ein bisschen fester, aber an sich kein Problem zu verreiben und auch in die Haare einzuarbeiten. Schauen wir nur, dass jetzt überall Pomade hinkommt. Wichtig ist eben, dass ihr die Pomade nicht nur auf euer Haar oben drauf legt, sondern möglichst bis an die Haarwurzel unten ins Haar einarbeitet. Sonst habt ihr die weichen Haarwurzeln und oben die Spitzen voll schwerer Pomade, dann knicken die Haare um und da hält dann gar nichts. So. Schauen wir mal, gerade die Seiten sind bei mir auch immer sehr wichtig. So, das dürfte jetzt eigentlich schon reichen. Ich mache mal kurz meine Hände sauber und dann gehe ich erstmal mit einem groben Kamm durch. In dem Fall dem King Brown Texture Comb, ein sehr, sehr grober Kamm, eigentlich für modernere, texturierte Frisuren jetzt gedacht. Für lockere Frisuren, aber ich benutze den auch ganz gerne mal so als erste Kämminstanz sozusagen, weil der sehr grob ist und deswegen sehr leicht an die Haare zu durchkämmen sind. Jetzt switche ich auf einen bisschen feineren Kamm und fange mit dem Frisieren so richtig an. So. Zuerst werde ich mir wie immer auf der linken Seite meinen Scheitel machen. Durchkämmen geht eigentlich auch super easy. Man merkt aber auch Widerstand und das ist aber auch gut so, weil wie gesagt, dann weiß ich, dass es auch hält. So. Hier lege ich mir alles rüber. Ich sehe auch jetzt schon, dass ich hier mit einem schönen Glanz belohnt werde, der allerdings auch dem entspricht, was ich von der Festigkeit jetzt schon erwartet habe. Es ist natürlich kein super, super krasser Glanz wie bei einer weichen Pomade. Man hat hier nicht so super öliges Glänzen, sondern halt einen schönen, soliden, mittleren Glanz, würde ich sagen. So. Aber frisieren lässt sich wirklich super. Nur gucken, dass alle Strähnen so einigermaßen ihren Platz finden. Hier vorne Volumen reinzubringen ist gar kein Problem. So, jetzt dürfte es eigentlich einigermaßen passen. Ich zeige euch mal jetzt, wie es vom Glanz her aussieht. Ich hoffe, dass jetzt die Haare einigermaßen an Ort und Stelle liegen. Ich denke, es passt. Vom Glanz her sind wir auch, wie gesagt, bei einem schönen mittleren Bereich. Sehr angenehm, finde ich. Den Duft nehme ich jetzt hier um mich rum wunderbar wahr. Das finde ich auch sehr angenehm. Das ist ein wirklich interessanter, schöner Duft. Schön herb. Jetzt habe ich ja im Vorfeld schon einiges über diese Pomade gehört und ich weiß, dass die sich sehr, sehr großer Beliebtheit in der Pomaden-Community schon erfreut und eine große Fangemeinde hat und ich würde mich jetzt einfach mal mit zu diesen Fans dazuzählen, weil ich bin wirklich mega begeistert. Das ist echt eine Pomade, die hält alles, was ich da rüber im Vorfeld schon gehört habe, hält die ein. Mega guter Duft, mega gute Verarbeitung, coole Inhaltsstoffe und dazu auch noch dieser schöne Firm Hold, mit dem man sich wirklich schön Volumen vorne reinmachen kann. Oder auch andere Frisuren, die länger halten sollen. Also Riesenkompliment an den Dirk. Einmal wegen dieser Rezeptur, die er da entwickelt hat, die ist mega gut. Und natürlich auch an den Björn, weil er diese Abfüllung, diese Produktion davon so gut umsetzt. Spitzenprodukt. Also bin richtig froh, dass wir die jetzt bei uns im Sortiment haben. Erweitert unser Homebrew-Pomaden-Sortiment nochmal um ein wirklich sehr, sehr schönes Produkt.
kann ich euch sehr empfehlen, die mal auszuprobieren. Wenn ihr Fans von Fernhold-Pomaden seid oder von Homebrew-Pomaden, lohnt sich. Und ich freue mich jetzt schon richtig darauf, in einem baldigen anderen Review mal diese Tiki-Pomade vorführen zu dürfen. Die ist so eine Rezeptur ein bisschen anders, aber da gehen wir dann in einem anderen Video drauf ein. Das wäre es eigentlich von mir gewesen zur Ohms-Pomade. Wie gesagt, ich bin mega happy, dass wir die jetzt bei uns haben und kann euch nur empfehlen, die mal auszuprobieren. Was ich euch auch empfehlen kann, ist, dass ihr unseren Kanal abonniert. Dann kriegt ihr immer wieder schöne Videos rund um klassisches Haarstylings, rund um Pomade. Am besten noch die Glocke drücken, dann kriegt ihr es auch immer mit, wenn wir welche hochladen. Schaut auch gerne auf Instagram und Facebook bei uns vorbei. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, findet ihr alle unsere Kontaktdaten unten in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, dass ich euch bald wieder zu einem neuen Pomade-Review bei uns hier begrüßen darf. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag, bleibt gesund und bis bald. Servus, euer Flo.